Servus Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Garage-Time. Und zwar dreht sich heute alles bei mir um das Thema Rennstrecke. Ich bin nächste Woche auf Rennstrecke und muss mein komplettes Bike von Straße, so wie es da hinten steht, auf Rennstrecke umbauen. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit, was ich für Teile verbaue und was ich mache an meinem Bike, um für die Rennstrecke zu benutzen. Also, los geht's. Als allererstes machen wir die Originalverkleidung runter. Christian hilft mir ein bisschen dabei beim ganzen Schrauben und ich würde sagen, ich lasse die Kamera einfach ein bisschen laufen und ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. So, wie ihr seht, wir haben es geschafft. Vorne an der Front ist immer ein bisschen so ein kleines Geschiss, also es dauert immer ein bisschen länger mit den ganzen Kabeln und so. Und wir haben es halt auch. Und wir haben es jetzt auch zum ersten Mal auseinandergenommen. Von daher war es jetzt auch eine komplett neue Erfahrung für uns. So, schaut jetzt alles nicht so geil aus, aber es geht nur drum, es kommt eine Tankhaube drüber und um den eigentlichen Tank zu schützen, machen wir nochmal an den Kanten quasi machen wir Tape hin, damit das Ganze ein bisschen geschützt ist. Natürlich, so eine Rennverkleidung kommt komplett ohne Löcher, sprich wir müssen die Löcher erstmal bohren. Das sind wir schon vorgemerkt. Ja, aber sind schon vorgemerkt. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. You send me. You send me. Darling. Für den Sitz, ziemlich geiler Sitz. Normalerweise es gibt ja auch noch so einfach nur Schaumstoffformen. Wir haben so einen extra angefertigten Sitz von FIMA. Da machen wir jetzt einfach das Ganze mit so Klettverschlüssen fest. So, um jetzt die Rahmenschoner zu montieren, nehme ich da auch wieder dieselben Dinger wie beim Sitz, nur dass sie da einfach als Abstandshalter dienen quasi. Wir machen jetzt gerade die Schwingschoner ran. Mussten wir den Auspuff nochmal wegmachen und die Fußlasten ein bisschen locker, dass wir da hinkommen. Aber ansonsten schaut es ganz gut aus. Jetzt geht es zu den Motorschützern. Zwar ist es eigentlich Plug and Play. Hier 4 Schrauben mitgeliefert. Die Schrauben haue ich jetzt einfach raus. So, schaut doch schon mal ziemlich edel aus, würde ich sagen. Wir sind so ziemlich fertig. Front jetzt noch und dann nur noch die Unterseite und dann ist es eigentlich schon so gut wie fertig. So gut wie fertig. Jetzt kommen nur noch Stormgrips oben drauf. Einstellen, Aufkleber haue ich noch mit drauf. Leider ist jetzt komplett nur weiß geblieben, aber ich habe jetzt in der Kürze der Zeit nichts anderes gehabt. Aber naja, ist ja nicht so wild. Kommt bestimmt alles noch. So. Nice. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you.
Wir sind endlich fertig. Die Suzuki steht komplett montiert mit der neuen Rennverkleidung da. Es war mal komplett eine neue Erfahrung. Es ging eigentlich richtig einfach. Sonst mit meiner alten Honda Firebird hatte ich immer so ein bisschen meine Probleme, die Rennverkleidung zu montieren. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an FEMA Racing Parts. Die haben mich bei diesem Video hier heute komplett unterstützt. Wenn ihr also auch Bock habt auf Rennverkleidungen oder allgemein Rennzubehör, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, die habe ich dort verlinkt. Ich hoffe, ich konnte euch ganz gut vermitteln, was ich alles genau mache. Ich konnte euch natürlich nicht komplett alles zeigen, ich musste natürlich schneiden. Was wir jetzt letztendlich verbaut haben, war der Rahmenschoner, natürlich die Rennverkleidung, eine andere MRA-Scheibe, Schwingenschoner und die Motorschützer. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich einfach wissen, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr es informativ fandet. Und ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.